Hallo meine Besten und herzlich willkommen zum Review der Galaxy Buds 2 Pro, die meiner Meinung nach besten Earbuds von Samsung. Aber Obacht, ich habe nicht perfekt gesagt, nur die besten. Und wo die Haken liegen, erfahrt ihr nach dem Intro. Let's go! Lasst uns mit dem Design beginnen, denn sowohl das Case als auch die Buds sind neu designt. Mir gefällt das schlichte und matte Design sehr, denn es zeigt keine Fingerabdrücke oder Hautölrückstände. Das Case fasst sich gut an und das Deckelscharnier ist solide verarbeitet. Das Öffnen und Schließen klappt wunderbar. Die Buds werden mit starken Magneten im Case gehalten. Selbst wenn man normal stark kopfüber rüttelt, fallen sie nicht raus. Die Buds sind nun auch matt gehalten, wurden kompakter und leichter. Dieses ergonomische Design sorgt für komfortables Tragen, denn man empfindet sie nicht als Fremd- oder Störkörper im Ohr. Ja, man vergisst nach einiger Zeit sogar, dass sie im Ohr stecken. So locker luftig sitzen sie in meinen Ohren. Und genau das stellt für mich persönlich ein Problem dar. Sie sitzen meines Empfindens nach nicht fest genug in meinen Ohren, sodass ich die Buds ständig nachfestigen muss. Dadurch berühren meine Finger aber die touchsensitiven Flächen, sodass ungewollt die Musik stoppt oder die Lautstärke geändert wird. Irgendwann wurde es so nervig, dass ich die Touchsteuerung komplett abgeschaltet habe. Das musste ich bisher in meinem Leben noch nie machen. Ich bin ein Mensch, der die Touchsteuerung an den Ohrhörern selbst vornimmt und schätzt. Aber nicht bei den Buds 2 Pro. Hier ist der Touch zu empfindlich. Als Workaround steuere ich die Musik einfach über mein Smartphone oder über meine Galaxy Watch. Dabei ist die Bluetooth 5.3 Verbindung zwischen den Buds, dem Fold 4, der Watch 5 sowie dem Tab S8 immer stark und der Wechsel von einem Gerät auf das andere klappt eigentlich immer. Das nennt sich nahtlose Audioverbindung. Aber aufgepasst, denn dieses automatische Hin- und Herwechseln zwischen Geräten funktioniert nur mit Samsung-Geräten. Keine anderen Android-Geräte und auch keine iPhones können davon profitieren. Egal mit welchem Samsung-Gerät man verbunden ist, die Soundqualität ist hervorragend für solche kleine Ohrhörer. Hi-Fi 24-Bit 48 kHz Audio mit Samsung Seamless Codec führt zu 256-fach mehr Präzision und Details. Und hier liegt der Teufel im Detail, denn diesen Hi-Fi-Sound bekommt man wieder nur mit Samsung-Geräten. Alle anderen Geräte gucken in die Röhre oder in den Gehörgang. Der Sound wird durch einen koaxial Zwei-Wege-Lautsprecher realisiert, 5,3 mm Tweeter und 10 mm Woofer. Das hört man auch. Die Lautsprecher sind also super. Wie sind die Mikrofone? Jetzt hört ihr die Mikrofone, komplett unbearbeitet. Direkt aufgenommen in der App Diktiergerät auf dem Galaxy Z Fold 4. Ich hoffe, dieser kurze Eindruck reicht aus und hilft euch weiter. Jetzt schalte ich wieder auf mein Rode-Mikrofon. Die aktive Geräuschunterdrückung, also das ANC, soll 40% stärker sein und was soll ich sagen, es funktioniert überaus gut. Auch der automatische Konversationsmodus funktioniert hervorragend und erkennt, ob ich mit jemandem rede und dreht die Musik leiser. Diese Funktion arbeitet so gut, dass ich nicht mehr mitsingen kann. Denn wenn ich anfange mitzusingen, dreht die Musik automatisch leiser. Also habe ich auch diese Funktion ausgeschaltet, bzw. ausschalten müssen. Wie steht zum Audio 360? Dieses Feature funktioniert prinzipiell. Sobald ihr euren Kopf hin oder her dreht, hört ihr die Musik aus einer anderen Richtung. Aber, und das ist ein wirklich großes Aber, die Soundqualität verschlechtert sich bei eingeschaltetem 360 Audio. Probiert es selbst aus. Wenn ihr es ausschaltet, kommen die Tiefen, also die Bässe, viel stärker rüber und der Klang im Allgemeinen wird voluminöser. Also habe ich auch diese Funktion ausgeschaltet. Mann, oh Mann, was ist hier los? Es gibt einige vorinstallierte Equalizer, die solltet ihr unbedingt mal durchprobieren. Auch solltet ihr sofort den Anpassungstest der Ohrhörer durchführen. Die Auswahl der richtigen Aufsätze ist enorm wichtig für einen hervorragenden Sound. Das kann und muss ich jedem nur empfehlen. Kommen wir zur Akkulaufzeit. Samsung verspricht 5 Stunden für die Buds und 18 Stunden für das Case. Und ich bin selbst überrascht, das zu sagen. Endlich stimmt mal eine Angabe eines Herstellers. Da habe ich nichts zu meckern. Dabei muss ich sagen, dass ich den Lautstärkebegrenzer nutze, um mein Trommelfell zu schützen. Das heißt, ich höre nicht mit maximaler Lautstärke, die die Akkulaufzeit verringern könnte.
Wenn ihr die kleinen Buds oder das Case mal verlegen solltet, hilft euch SmartThings mit der Meine Buds finden Funktion weiter. Außerdem sind die Buds nach IPX7 wassergeschützt. Na denn, kommen wir zum Fazit. Ich habe euch die Stärken und Schwächen dieser Ohrhörer gezeigt. Es sind wirklich sehr, sehr hochwertige und sehr, sehr gute Ohrhörer. Allerdings gibt es diesen einen großen Haken und der nennt sich 24-Bit Audio. Dieser Codec ist ja von Samsung und dieser Codec zwingt die Leute, die diese Ohrhörer benutzen wollen, zu Samsung-Geräten. Das heißt, nur mit Samsung-Geräten kriegt man diese einzigartige Soundqualität. Und ist das nicht der Hauptpunkt solcher Ohrhörer, die Soundqualität? Also, für all diejenigen, die keine Samsung-Geräte verwenden oder verwenden wollen, das heißt, alle anderen Android-Geräte oder auch iPhones, die bleiben lieber fern von diesen 229 € teuren Ohrhörern. So leid es mir tut. Man ist gezwungen, Samsung-Geräte zu verwenden. Und das ist auch mein Fazit. Wenn ihr euch im Samsung-Ökosystem befindet, dann ja, greift zu. Eventuell könnt ihr abwarten, bis die Preise ein wenig sinken, denn 229 € ist schon ein bisschen deftig für Samsung-Ohrhörer. Aber selbst wenn ihr nicht warten wollt, gibt es immer noch die Vorbestelleraktion, wo man einen Samsung Wireless Charger Duo dazu bekommt. Ist auch nicht verkehrt. Und damit war es das von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht es gut, bleibt gesund. Ciao.